das ist so schön, dass ich einfach so sein kann und mein Leben genießen kann, wieder in meiner Kraft sein kann. Ich kann wieder in Konzerten spielen und Schüler unterrichten. Ja, ich bin so dankbar dafür. Mit dem Tinnitus, das fing 1999 an. Ich hatte gerade mein zweites Kind geboren. Dann kam die Hebamme. Als sie dann wieder wegging, wollte ich mich bequem mit meinem Baby ins Bett legen. Dann merkte ich plötzlich, was ist das für ein lauter Ton hier? Ist das draußen? Ich bin dann zum Fenster gegangen, habe nachgeguckt, weil es hörte sich an wie eine Straßenkehrmaschine, also wirklich laut. Aber dann merkte ich, nee, hier fährt nichts, hier ist nichts, keine Lampe, die brummt. Dann muss das in mir sein. Also als Musiker ist man ja trainiert, so auf Töne zu achten. Und nun kommt dann so ein Ton und dann auch noch so hoch und einer hat hoch, der andere tief. Also ich habe mich den ganzen Tag nur noch beschäftigt, wie geht das wieder weg? So kann ich gar nicht sein. Am liebsten würde ich aus dem Fenster springen. Also so wollte ich nicht länger leben, immer mit diesen Tönen. Ich bin dann gleich am nächsten Tag zur Hals-Nasen-Ohrenärztin gegangen. Die hatte gesagt, ja, das ist beidseitiger Tinnitus. Wir verschreiben durchblutungsfördernde Mittel, aber es half so gut wie gar nichts. Ich habe dann in der Folge noch so vieles probiert. Ich bin in eine Musikerpraxis gegangen, habe eine Sauerstoff-Ginkgo-Therapie gemacht. Wenn ich so am Tag war, Leute haben gesprochen, dann ging es noch. Aber sobald es ruhig wurde, wurde es in mir immer lauter. Wenn ich nachts schlafen gehen wollte, hatte ich schon richtig Angst, ins Bett zu gehen, weil es wurde dann immer lauter. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Beruflich hat mich das auch so eingeschränkt, weil bestimmte Töne, das war das zweigestrichene Gis und Fis, die taten mir einfach weh. Ich habe mir dann Watte in die Ohren getan, um das ein bisschen besser aushalten zu können. Also die Ohren waren dadurch richtig empfindlich und das war ganz unangenehm. Am Tag habe ich mir dann, wenn ich geübt habe, habe ich mir in so ein Zimmerspringbrunnen auf den Flügel gestellt, dass immer, wenn ich mal aufgehört habe zum Spielen, dass es dann nicht ganz leise wurde, dass ich so dann so irgendwie mitleben konnte. So habe ich mich dann 2,5 Jahre ungefähr damit durchs Leben geschleppt, immer mit diesen wirklich blöden, quälenden Gedanken. Meine Ehe litt sehr darunter, das ganze Familienleben, weil ich halt immer sehr angespannt war und auch von diesen Ängsten so besessen richtig. 2001 im Sommer kam es zur Trennung von meinem Mann und mir ging es dann wirklich, das kam auch noch dazu, dann wirklich ganz schlecht. Eine Freundin sagte zu mir, du komm doch mal mit, ich kenne da ganz nette Menschen, die wandern, die singen, die tanzen. Hab dann eine Art Einführung bekommen, wie diese Lehre von Bruno Gröning wirkt, wie man eine Kraft aufnehmen kann und habe da auch sehr viel gleich gespürt und es hat mich einfach sehr bewegt. Eine Woche später fragte mich eine Frau aus dieser Gruppe, ob ich nicht nach Dillenburg zu einer Feierstunde mitfahren wollte. Ich kam da rein, ganz viele Menschen, also das knisterte irgendwie richtig. Ich habe das alles nur aufgesogen. Es war für mich ein ganz, ganz starkes Erlebnis und ich saß dann da, vielleicht saß ich schon 2 Stunden, ich weiß es nicht, ich habe einfach nur zugehört und die Musik auf mich wirken lassen und plötzlich kam irgendwie wie aus heiterem Himmel oder aus der Erde so ein Strom, ich kann es gar nicht anders sagen, der ging in meine Füße, ging den ganzen Körper hoch, die Arme, die Beine, bis in den Kopf zu den Ohren und da machte das dann wie mit so Flaschenputzer, putzte das so in den Ohren. Ja, das ging so ein paar Mal immer hoch und runter. Dann war es wieder gut. Es war so ein starkes Erlebnis. Und nach der Feierstunde, ich habe mich wohlgefühlt, war einfach schön. Ich bin dann abends in mein Zimmer gegangen, habe mich schlafen gelegt und da war kein Geräusch mehr, vielleicht ganz weniges Rauschen, aber es war zum ersten Mal so, ich habe keine Angst mehr bekommen, es wurde nicht mehr lauter.
Ich konnte mich einfach hinlegen und einschlafen und diese Angst war weg. Als erstes flog erstmal der Springbrunnen aus meinem Zimmer raus. Die Watte, die brauchte ich auch nicht mehr. Ja, ich konnte mich freuen, wieder einfach so Musik zu machen, mir nicht den ganzen Tag mehr Gedanken zu machen über diese Geräusche. Und so ganz peu à peu, ich kann gar nicht mehr sagen, wann waren die Geräusche ganz weg. Ich bin so froh, das ist so schön, dass ich einfach so sein kann und mein Leben genießen kann, wieder in meiner Kraft sein kann, wieder in Konzerten spielen und Schüler unterrichten. Ich bin so dankbar, dass ich diese Heilung über die Lehre durch Bruno Gröning erhalten durfte. Das ist für mich das größte Geschenk.